Ich wollte Sänger werden. Das war so mein Kindheitstraum. Ich wollte Tierparkwärterin werden. Tierärztin. Mein Traum war, Erfinder zu werden. Und jetzt mit der Informatik ist das eigentlich wiedergekommen. Also ich bin eigentlich mehr oder weniger auf Umweg zum Kindheitstraum zurückgekommen. Aha. Sänger bin ich nicht geworden. Ich glaube, die grossen Herausforderungen sind soziale Ungleichheit, gerade auch so Gender-Thematiken. Klimawandel und Gleichberechtigung. Also ich finde, Rückenschmerzen sind das Gesundheitsproblem Nummer 1 in der Schweiz. Ich glaube, eines der grössten Probleme ist, dass wir zu wenig überlegen, was sind die Konsequenzen von unserem Handeln auf unsere Umwelt und unsere Mitmenschen. Ja, ich glaube, man muss am Anfang ein bisschen reintauchen, um das Ganze kennenzulernen. Der ganze Unibetrieb, wie das läuft mit der Modulbuchung, mit diesen Studienfächern. Ja, studieren ist voll cool. Wie gerne ich studiere oder wie gerne ich hier an der Uni studiere, ist, glaube ich, durch einen grossen Teil durch die Leute, die da sind. Ja, voll, das ist für mich auch so. Also sehr motivierend am Studium finde ich so gute Vorlesungen, wo man so rausläuft und man hat wirklich das Gefühl, so, jetzt habe ich etwas verstanden, was ich so lange irgendwie versucht habe nachvollziehen und jetzt ist es wirklich klar geworden. Ich finde es immer sehr angenehm, wenn ich in Vorlesungen wirklich auch sehr ehrlich sein kann, dass ich mich auch getraue, zu sagen, wo ich nicht weiterkomme und der Dozent auch fest auf das eingeht. Ich finde Vorlesungen als Podcast eine super Sache. Also sie machen es flexibler von der Zeiteinteilung. Ich stehe relativ früh auf und dann fange ich eigentlich gerade gleichzeitig mit dem Morgen schon an mit den Vorlesungen. Für so 1,5-fache Geschwindigkeit. Ja, nein, ich schaue Podcasts tatsächlich in der normalen Geschwindigkeit. Dann ist es aber auch sehr lässig, mit Leuten zusammenzulernen, weil man halt dort, gerade wenn man ansteht, bei etwas sich auch austauschen kann. Und vielleicht, wenn man noch mit ein Problem als Zweite nicht lösen kann, ist es trotzdem schön zu sehen, dass man nicht alleine damit ist, dass man es nicht lösen kann. Am Nachmittag bin ich in unseren Übungsräumen. Wir üben aktiv im Unterricht Sachen üben aneinander. Ich habe eigentlich durch den Studierendenverband so ein bisschen gemerkt, dass ich ein grosses Interesse habe für so juristische Fragen. Und durch das bin ich so ein bisschen in den Wechsel hineingekommen von Philosophie, Politikwissenschaften mehr zu News und die Fragen, die sich dort stellen. In meiner Bachelorarbeit befasse ich mich mit, wie programmieren die Leute, wie kommt es zu Verständnis von Code. Und ich probiere das anhand von einer Eye-Tracking-Studie zu untersuchen. Das ist wirklich eine Forschungsarbeit. Neben dem Studieren arbeite ich auch noch als Tutorin. Ich habe häufig das Gefühl im Physikunterricht, es wird doch einfacher gehen. Und darum ist es mir eigentlich wichtig, möglichst die Faszination und auch das so ein bisschen Intuitive überzubringen. Ja, also... Ich glaube, mehr Empathie füreinander haben, würde viele Probleme lösen. Ich möchte mit Chiropraktik den Patienten eine bessere Lebensqualität ermöglichen. Gesellschaftliche Probleme, die können nicht einfach nur juristisch gelöst werden, sondern da braucht es gesellschaftlichen Diskurs, Anerkennung. Ich finde, technisch sind wir auf einem sehr guten Weg, um das Klimaproblem zu lösen. Aber das Verhalten der Leute ist meiner Meinung nach noch nicht auf einem guten Weg. Und da, glaube ich, ist Aufklärung sehr wichtig. Und ich glaube, die verschiedenen Perspektiven vereinigen, das ist etwas, was ich gelernt habe im Studium und das hoffe ich, beizutragen.